In diesem Video möchte ich den Kraftverlauf im 8-Gang-Automatikgetriebe von ZF erklären. Im ersten Video zeige ich die Lage der Bauteile im Getriebe sowie den Kraftverlauf im ersten und zweiten Gang. Als erstes zeige ich die Lage der für den Kraftverlauf beteiligten Bauteile. Beginnen wir mit der Antriebswelle oder auch Getriebeeingangswelle. Diese sitzt im sogenannten Turbinenrad des Drehmomentwandlers. Dieser ist mit einem integrierten Zwei-Massenschwungrad ausgestattet, um Drehschwingungen, die durch den ungleichmäßigen Lauf eines Viertaktmotors entstehen, zu eliminieren. Das Getriebe besitzt 4 einfache Planetenradsätze, 2 Bremsen und 3 Kupplungen. Fangen wir mit dem ersten Planetenradsatz an. Die Bauteile sind gelb markiert. Der erste Planetenradsatz besteht aus einem Sonnenrad, einem Hohlrad sowie einem Planetenradträger mit den zugehörigen Planetenrädern. Alle weiteren Planetenradsätze haben den gleichen Aufbau. Eine Besonderheit ist das gemeinsame erste und zweite Sonnenrad. Diese sind direkt miteinander verbunden. Hier die Bauteile der 3 weiteren Planetenradsätze. Der Ausgang erfolgt über die Abtriebswelle. Diese ist mit dem Planetenradträger des 4. Planetenradsatzes verbunden. Damit das Fahrzeug fährt, muss sich also der Planetenradträger 4 drehen. Zu erwähnen sind auch noch der große und der kleine Topf sowie der Stahltopf. Der große Topf verbindet den Planetenradträger 1 mit dem Hohlrad 4. Im kleinen Topf sitzt der Stahltopf mit den beiden Kupplungen E und C. Der Stahltopf ist mit dem Sonnenrad 4 verbunden. Um den Kraftverlauf nachverfolgen zu können, benötigen wir eine Schaltmatrix. In der Schaltmatrix ist zu erkennen, welche Schaltelemente im entsprechenden Gang geschaltet sind. Im ersten Gang betätigt sind Bremse A, Bremse B und Kupplung C. Im Getriebeschema im unteren Bild ist zu erkennen, welche Bauteile der einzelnen Planetenradsätze die entsprechenden Schaltelemente im Getriebe miteinander verbinden bzw. festhalten. Bremse A hält das Sonnenrad 1 und damit auch das Sonnenrad 2 fest. Bremse B hält das Hohlrad 1 fest. Kupplung C verbindet Antriebswelle mit Sonnenrad 4. Da Sonnenrad 1 und Hohlrad 1 fest sind, kann sich auch der Planetenradträger 1 nicht mehr drehen. Dieser ist über den großen Topf mit dem Hohlrad 4 verbunden, welches somit auch fest steht. Über die Kupplung C wird das Sonnenrad 4 angetrieben, welches die Planetenräder im Planetenradsatz 4 antreibt. Diese wälzen sich auf dem feststehenden Hohlrad 4 ab. Somit dreht sich der Planetenradträger 4, der auch gleichzeitig die Abtriebswelle ist. Das Fahrzeug fährt somit im ersten Gang vorwärts. In der Schaltmatrix ist das Übersetzungsverhältnis von 4,7 im ersten Gang angegeben. Kommen wir jetzt zum Kraftverlauf im Getriebe, erklärt anhand der Schnittzeichnung. Der Krafteingang erfolgt über die sogenannte Antriebswelle. Diese ist über eine Verzahnung mit dem Turbinenrad des Drehmomentwandlers verbunden. Dreht sich das Turbinenrad des Wandlers, so dreht sich die Antriebswelle, also die Getriebeeingangswelle. Auf einer Verzahnung der Getriebeeingangswelle sitzt der Innenlamellenträger der Kupplung C. Schließt Kupplung C, so wird die Kraft von den Innenlamellen an die Außenlamellen und damit an den Außenlamellenträger der Kupplung C weitergegeben. Der Außenlamellenträger dreht sich somit mit Getriebeeingangsdrehzahl und damit auch das damit verbundene Sonnenrad 4. Im ersten Planetenradsatz hält die Bremse A das Sonnenrad 1 fest. Gleichzeitig hält die Bremse B das Hohlrad 1 fest. Da Sonnenrad 1 und Hohlrad 1 fest sind, kann sich auch der Planetenradträger 1 nicht mehr drehen und steht somit fest. Der Planetenradträger 1 ist über den großen Topf mit dem Hohlrad 4 verbunden, welches somit auch feststeht. Somit treibt das Sonnenrad 4 die Planetenräder im 4. Planetenradsatz an. Die Planetenräder wälzen sich auf dem festgehaltenen Hohlrad 4 ab und treiben somit den Planetenradträger 4 an, der mit der Abtriebswelle, sprich Getriebeausgangswelle, verbunden ist. Das Fahrzeug fährt im ersten Gang. Wie im ersten Gang sind Bremse A und Bremse B geschaltet.
Somit sind weiterhin Sonnenrad 1, Sonnenrad 2 und Hohlrad 1 fest. Damit ist auch weiter wie im ersten Gang das Hohlrad 4 fest. Die Antriebswelle ist direkt mit dem Planetenradträger 2 verbunden und treibt diesen an. Die Planetenräder des Planetenradträger 2 wälzen sich auf dem festgehaltenen Sonnenrad 2 ab und treiben somit das Hohlrad 2 mit erhöhter Drehzahl an. Das Hohlrad 2 ist über die geschaltete Kupplung E mit dem Sonnenrad verbunden. Somit dreht sich das Sonnenrad 4 mit erhöhter Drehzahl. Wie im ersten Gang auch, treibt das Sonnenrad 4 die Planetenräder im vierten Planetenradsatz an. Diese wälzen sich am Hohlrad 4 ab. Dadurch dreht sich der Planetenradträger 4 und die mit ihm verbundene Abtriebswelle. Da im zweiten Planetenradträger eine Drehzahlerhöhung stattfindet, dreht sich die Abtriebswelle jetzt schneller als im ersten Gang. Erklärung des Kraftverlaufs im zweiten Gang. Wie auch im ersten Gang ist das Hohlrad 4 über das festgehaltene Sonnenrad 1, das festgehaltene Hohlrad 1, den damit festgehaltenen Planetenradträger 1 sowie die Verbindung zu diesem fest. Über die Antriebswelle wird der Planetenradträger 2 angetrieben. Die Planetenräder des zweiten Planetenradsatzes wälzen sich auf dem festgehaltenen Sonnenrad 2 ab und treiben dadurch das Hohlrad 2 an. Das Hohlrad 2 ist mit dem Sonnenrad 3 und dem Innenlamellenträger der Kupplung E verbunden. Über die geschlossene Kupplung E gelangt die Kraft weiter zum Außenlamellenträger, dem Stahltopf zum Sonnenrad 4. Durch die Übersetzung ins Schnelle im zweiten Planetenradsatz dreht sich das Sonnenrad 4 jetzt schneller als im ersten Gang. Wie auch im ersten Gang dreht sich somit der Planetenradträger 4 und die damit verbundene Abtriebswelle. Der zweite Gang ist eingelegt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr Videos auf meinem YouTube-Kanal.